Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps, Zeus, mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir starten die 6. Episode unseres Abenteuer Zeus und Europa mit dem Titel Die Weinkrise. Ja, dann schauen wir mal, was uns erwartet und was man uns zu sagen hat. Die Situation auf dem Berg Cithäron ist außer Kontrolle. Fast der gesamte Weinvorrat Griechenlands wird dort gehortet. Und nun geschehen seltsame Dinge rings um die Stadt. Es gibt Berichte, wonach die zerfetzten Kadaver von Schafen, Ziegen und sogar Menschen in der Nähe gefunden worden seien. Die Angriffe sind zu tückisch, um das Werk eines streunenden Wolfsrudels oder wütenden wilden Ebers zu sein. Die schrecklichen Todesfälle haben das Volk vom Berg Pelion in Verstecke getrieben. Seit einiger Zeit hat niemand mehr Kontakt mit ihm gehabt. Adrastos von Argos hat den Handel eingestellt, da er das Leben seiner Händler nicht für ein paar schäbige Drachmen und Vorräte aufs Spiel setzen wollte. Die einzige Lösung für diese Probleme ist, den Berg Cithäron zu besetzen und selbst nachzusehen, was da los ist. Seltsame Dinge passieren momentan in der Umgebung von Cithäron. Zerfetzte Leiber von Tieren und Menschen sorgen für Angst und Schrecken. Handelsrouten werden eingestellt und einige Stadtstaaten ziehen sich vor Furcht komplett zurück. Wir müssen was tun, um das Gleichgewicht im Lande wiederherzustellen. Die einzige Möglichkeit besteht, Cithäron zu erobern, um selber nach dem Rechten zu schauen. Daher ist ein Ziel, Cithäron zu regieren. Das zweite Ziel ist, ein drittes Heiligtum in unserer aufstrebenden Stadt Theben zu errichten. Klingt nach einer interessanten Episode und wir kehren zurück nach Theben. Ja, schnell in den Pausenmodus, um uns einen Überblick zu verschaffen. Hier haben wir das Heiligtum der Artemis, den wir letzte Episode errichtet haben. Ja, hier ist soweit alles in Ordnung. Ja, nicht ganz, da haben wir eine Rückentwicklung. Warum? Braucht Wolle. Naja gut, ich denke mir mal, das wird es gleich bekommen. Hier in unserer Stadt sieht auch alles gut aus. Da hatten wir jetzt keine Probleme. Nein. Ja, hier sind unsere Handelsposten und hier haben wir auch unsere Marmorproduktion. Gut. Ja, dann starten wir mal. Wir können jetzt hier bei Gewerbe mal kurz in die Werkstätten können. Wir können nämlich jetzt auch Statuen herstellen. Hier ist das Bildhaueratelier und ich denke mir, wir bauen mal direkt 2 Bildhauerateliers, weil wir haben überhaupt keine Skulpturen mehr für unser Heiligtum. Ja, und wir gucken mal eben hier bei Mythologie, was wir für Heiligtümer noch errichten können. Wir müssen ja unser drittes Heiligtum bauen. Wir können den Garten der Demeter, die Oase der Aphrodite und die Laube der Athene bauen. Ja, der Berg Pelion welkt dahin. O großes Oberhaupt Dominos, in Berg Pelion ist Chaos ausgebrochen. Die Stadt wurde isoliert und vom Rest der Welt abgeschnitten. Alle Beziehungen, die sie eventuell zu dieser Stadt hatten, wurden abgebrochen. Ja, da beginnt es also. Wir gehen mal auf die Weltkarte und wir sehen hier, Berg Pelion betreibt keinen Handel mehr. Ja, dafür haben wir aber neue Handelsrouten, die ich in der letzten Episode gar nicht genannt hatte. Ihr erinnert euch, dass die Brüder von Europa aus Dankbarkeit mit uns entsprechend Handel betreiben. Und zwar haben wir einmal Thasos. Ja, und Thasos kauft Holz, Wolle und Rüstung bei uns und verkauft uns Wein. Ja, dann haben wir hier Cilicia. Dieser Handelspartner kauft Wolle und Olivenöl und verkauft Zwiebeln und Bronze. Hier haben wir noch Phönizia. Phönizia kauft Olivenöl und verkauft Fisch, Holz und Rüstungen. Ja, und wir haben hier auf dem griechischen Festland jetzt Kadmea als Verbündeten. Kadmea kauft Bronze und Skulpturen und verkauft uns Zwiebeln. Ja, und die anderen Handelspartner kennen wir ja. Ja, hier ist der Handelsposten vom Berg Pelion. Dann können wir sehen, dass diese Stadt mit uns keinen Handel mehr betreibt. Wir können dann halt hier den Handel auch einstellen. Allerdings müssen wir gucken, wer uns Bronze verkauft, weil die brauchen wir ja. Cilicia verkauft uns Bronze. Ja, ist doch wunderbar.
Dann errichten wir sofort das Pier davon. Ja, kann hier hin. Sehr gut, aber ich glaube, wir bauen dann nochmal ein Architekturbüro auf. Und zwar hier. So, dann können wir jetzt hier unsere Bronze einkaufen. 12 Einheiten. Ja, und Wolle und Olivenöl könnten wir verkaufen. Allerdings verkaufen wir hier schon Olivenöl. Ja, ich glaube, mehr können wir da nicht verkaufen. Ja, wir benötigen jetzt Mitarbeiter. So, wir werden hier das zweite Wohngebiet jetzt noch vervollständigen. Hier können nämlich jetzt noch ein paar Parzellen hin. So, und dann können hier auch das Theater noch hin. Das fehlt hier nämlich. Ich will Liebe nur und sonst So. gar nichts. Die Stadt wird dann so attraktiv werden wie ich selbst. Und dann noch die Parkanlagen. Ja, und dann können wir die hier auch so rumbauen noch. Dann haben wir das hier auch. Sehr schön. Ja, und hier in unserem noblen Wohngebiet der gehobenen Wohnung hat sich dieses Wohnhaus auch weiterentwickelt. Es kann schon mal sein, dass hier die beiden Wohngebäude, die am weitesten weg sind von der Agora, sich manchmal etwas zurückentwickeln, weil unser Hausierer nicht schnell genug da war. Gut, ja, platzieren wir unser drittes Heiligtum. Ja, ich würde gerne noch die Laube der Athene errichten. Diese Gottheit schützt und stärkt ja unsere Soldaten. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ist aber ein relativ großes Heiligtum. Mal drehen. Ja, und hier passt es jetzt nicht ganz genau hin. Da ist die Straße im Weg. Das heißt, ich muss das mal etwas umplanen hier. Ja, wir bekommen eine Mitteilung. Lava, Ausrufezeichen. Wellen von tödlichem, geschmolzenem Gestein. Schiebt sich aus den Tiefen der Erde hervor und verwandelt alles in ihrem Weg zu Asche. Aha, dann schauen wir mal, wo hier Lavaströme sind. Okay, ich sehe überhaupt nichts. Na, wo ist unsere Stadt überhaupt? Ach, da, okay. Ja, Zydonia zahlt Tribut, sehr schön. Knossos zahlt Tribut, sehr schön. Ja, da sehen wir das Lava. Das sieht sehr interessant aus. Erinnert mich ein bisschen an Stronghold, wenn wir die Pechgräben anzünden. Ja, das Lava bahnt sich jetzt hier seinen Weg, aber ich glaube, wir haben unsere Stadt gut platziert. Wenn die Lavaströme nicht zu weit hier zu unserer Stadt wandern, haben wir, glaube ich, kein Problem damit. Ja, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ja, wenn wir jetzt hier gebaut hätten, würde natürlich alles in Flammen aufgehen. Aber wie gesagt, wir haben unsere Stadt, glaube ich, sehr gut positioniert. Ja, es geht hier weiter. Man hört es denn mal auf. Aha, jetzt färbt sich allmählich das Lava dunkel. Die ganzen Blubbel werden auch weniger hier. Oh, okay. Die Gefahr ist vorüber. Wir haben Glück gehabt. Ja, gut. Gefahr ist gebannt. So, ich war ja hier bei der Verlegung der Straße stehen geblieben. Ich habe jetzt hier eine Straße in diesem Bereich gebaut. Muss natürlich hier noch Sperren an den Podien setzen, damit unsere Philosophen nicht diesen Weg hier gehen. So, jetzt können wir hier eine Straße rausführen. So, und dann können wir hier die Straße jetzt bauen. So. Und dann können wir hier das alles abreißen. So, das gleiche machen wir hier auch. So, dann haben wir die Straße gut verlegt und dann können wir unser Heiligtum bauen.
Eine Sache müsst ihr bedenken. Ja, ich habe festgestellt, hier bei den Straßen und den Prachtstraßen und den Alleen, die man baut, gibt es hier so eine kleine Ecke, die wie eine Kreuzung fungiert. Also man geht hier und kann so und so gehen. Vielleicht zeigt mir das gleich mal einer. Hier sehen wir das jetzt. Der Philosoph geht, ja, er geht da und wieder zurück. Das müsst ihr versuchen zu verhindern. Das könnt ihr wegnehmen, weil wir wollen ja Kreuzungen verhindern. Und hier können wir dann eine Bank bauen. Das sind so Kleinheiten, die man berücksichtigen muss, damit hier unsere ganzen Spezialisten und auch der Hausierer nicht zusätzlich hier diese Kreuzung nutzt. So, jetzt können wir unser Heiligtum errichten. Ja, das müssen wir natürlich noch drehen. So. Ja, jetzt laufen da die neuen Einwanderer durch mein Baufeld. Das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Ja, und Argos liebt uns, das ist sehr nett. So, jetzt dürfen wir aber. Wunderbar. Hier kann jetzt mit dem Bau begonnen werden. Wer mich erwählt, dem werden die ungehobelten Götter nichts zuleide tun können. Ja, und hier sehen wir wieder einen Priester, Auf dich wartet Großes, kleines Schäfchen, vertrau mir. der wieder ein Schaf oder eine Ziege als Opfer geholt hat. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich mal gucken, ob wir Schafe oder Ziegen wieder neu platzieren müssen. Ah ja. Das war jetzt genug. Und bei den Ziegen, ja, müssen auch wieder ein paar auf dem fruchtbaren Gebiet platziert werden. Ja, da müsst ihr immer wieder darauf achten, weil je mehr Heiligtümer wir haben, desto mehr Priester, hier ist schon wieder einer, holen sich dann halt Opfertiere. Wir müssen Citeron erobern. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir gehen hier auf die Weltkarte, klicken Citeron an und können hier diese Stadt erobern, anklicken. Und dann können wir die Truppen anwerben, die dort kämpfen sollen. Und wir haben einmal unsere eigenen Truppen, das sind alles Reiter. Wir haben allerdings auch die mythologischen Kriegertruppen, da haben wir die Amazonen. Und wir haben die Spartaner von Ares. Und wir haben auch noch hier entsprechend die Verbündeten oder auch Kolonien, die uns helfen können. Wir können hier alle anwerben. Wie gesagt, bei den Unterstützer kann immer natürlich einer entsprechend angeworben werden. So, alle sind jetzt entsprechend angeworben und die können wir dann losschicken. Jawohl, machen wir. Und wir sollten dann nicht zu lange drauf warten. Je länger wir warten, desto höher kann sich natürlich die Stadt, die wir erobern wollen, sich militärisch aufrüsten. Das sehen wir ja hier an den roten Schildern. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass wir entsprechend die Stadt erobern können. Gehen wir mal zurück nach Theben. Ja, und ich würde sagen, wir verschönern mal ein bisschen hier unser Wohngebiet. Ja, Tarsos verkauft weniger Wein. Gut, kann ich mit leben. Importieren wir eigentlich Wein? Nee, aber wir können etwas Wein einkaufen. Ja, dann schauen wir noch mal kurz, wer Wein verkauft. Also Tassos verkauft jetzt keinen Wein mehr. Das ist natürlich schade. Aber Knossos. Okay. Dann bauen wir das Pier für Knossos. Das kann hier hin. So, und dann kaufen wir mal 12 Einheiten Wein ein. Dieses Warenlager hatten wir ja schon in der letzten Episode auf Holen eingestellt. Das passt. Ja, verschönern wir unsere Stadt mal etwas. Wir könnten jetzt hier nochmal Parkanlagen bauen. Das finde ich eigentlich ganz nett. Und ich möchte auch allmählich mal anfangen, unsere Stadt mit einer Stadtmauer zu schützen.
gehen wir hier auf den Button Militär. Dann haben wir hier die Befestigung. Dann bauen wir erstmal das Stadttor. Das kommt hier hin. So. So, dann können wir schon mal einen Teil der Mauer bauen. Die wir doppelt ausführen, weil wir noch ein paar Türme etablieren wollen. So, dann bauen wir die Straße so. Und dann können wir, glaube ich, schon direkt 2 Türme hier errichten. So. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht. So, und hier könnten wir doch Denkmäler bauen, oder? Ja, wunderbar. Das passt doch hier. Sehr schön. Für einen Grill, auf dem ich meine Feinde rösten kann. Ja, das ist ein schönes Entree hier für unsere Stadt. Oh, wir haben so viele Denkmäler. Dann können wir doch auch hier nochmal welche bauen. Und dann wieder Bänke. Ja, und wir haben Citeron erobert. Sehr gut. Unsere Armee war stark genug. Ja, dieses Ziel haben wir schon erreicht. Sehr schön. Ja, bauen wir mal hier weiter an unserer Stadtmauer. Wir haben hier genug Geld. So, und dann können wir hier zurück. Ja, und das gleiche können wir natürlich hier auch machen. So, dann haben wir jetzt hier den Mauerring entsprechend geschlossen. Welche Sehr der gut. Götter, die hier verehrt werden, könnten sich mit mir messen? Ja, und auch hier können wir noch ein paar Denkmäler setzen. Oh, wie machen wir das? Ja, der Handel mit Argos wird eingestellt. Hallo Dominos, ich Adastros von Argos muss Ihnen zu meinem Bedauern mitteilen, dass ich mit Ihnen keinen Handel mehr treiben kann. Ich versichere Ihnen, dass dieses nichts mit Ihren Aktionen zu tun hat. Naja. Gut. Ja, und unsere siegreichen Krieger kehren zurück. Ja, und Citeron zahlt jetzt seinen Tribut in Form von 10 Amphoren Wein. Ah, super. Dann bräuchten wir aber Wein nicht mehr zu importieren, glaube ich. Das Warenlager ist ja ziemlich voll hier. Gut, dann werden wir mal hier den Import von Wein stoppen. Ja, wir haben jetzt den Bereich hier an unserer Agua, der gehobenen Wohnung, nochmal kräftig verschönert mit den Denkmälern. Das sieht wirklich sehr gut aus. Ja, letztendlich müssen wir eigentlich jetzt nur noch warten, bis unser Heiligtum der Athene fertiggestellt ist. Da wartet man jetzt auf weitere Baumaterialien. Wie sieht es denn aus hier? Oh ja, wir brauchen noch 43 Marmorplatten, 16 Ladungen Holz und 8 Skulpturen. Oh, das ist noch einiges, was hier entsprechend angeliefert werden muss. Skulpturen haben wir aber mehr als genug im Warenlager. Holz auch und Marmor auch. Der Weg ist halt nur ein bisschen weit und deswegen dauert das noch ein bisschen. Ja, wir sehen, Olivenöl haben wir jetzt nicht mehr ganz so viel im Warenlager. Hier beim zweiten Wohngebiet haben wir überhaupt kein Olivenöl mehr. Das sollten wir nochmal ändern. Und den Verkauf von Olivenöl vielleicht mal kurz stoppen. Ja, und Waffen haben wir auch nicht mehr. Auch da werden wir den Verkauf jetzt mal kurz stoppen. Ich denke mir mal, wir erwirtschaften genug. Ja, und wir hatten ja den Export von Marmor gestoppt, als Talos uns heimgesucht hat. Den können wir natürlich wieder starten. Ja, auch hier muss man ab und zu mal immer gucken, ob unser Handel noch so richtig eingestellt ist. Aber ich denke mal, jetzt ist alles soweit erstmal gut.
Später können wir natürlich dann wieder Rüstung und Olivenöl auch verkaufen. Aber jetzt brauchen wir erstmal wieder die Waren für unsere Stadt. Ja, jetzt wo wir Bronze importieren, brauchen wir dieses Warenlager, glaube ich, nicht mehr hier. Wie gesagt, unsere Betriebsstätten werden ja sofort von dem Warenlager des Handelspostens versorgt. Hier passt doch nochmal Denkmäler hin. Aber wir haben nur noch eins, glaube ich, oder? Nee, 2. Dann kann nämlich hier auch noch eins hin. Sehr schön. So, jetzt haben wir aber keine mehr. Ja, die thebanischen Spiele beginnen, interessanter Name. Das sind die Olympischen Spiele, die dieses Jahr in unserer Stadt stattfinden, weil wir vor 4 Jahren die Olympischen Spiele gewonnen haben. Ja, das ist natürlich sehr schön und jede Menge Wettkämpfer aus ganz Griechenland werden dann in unsere Stadt strömen. Ein großes Ereignis. Ja, die Türme sind natürlich, wenn sie gebaut werden, nicht bemannt. Wir können sie bemannen, wenn wir wollen. Hier beim Reiter Militär können wir hier die Türme besetzen. Klicken wir einmal drauf, sind sie dann hier entsprechend bemannt. Ja, und hier sehen wir jetzt die ganzen Athleten, Schauspieler und Philosophen der anderen Stadtstaaten in unsere Stadt kommen für die Olympischen Spiele. Ja, wirklich sehr schön animiert, das gefällt mir. Ja, und da sehen wir auch wieder, wie alle Athleten, Schauspieler und Philosophen unsere Stadt wieder verlassen. Die Olympischen Spiele sind zu Ende. Aber leider haben wir nur den 2. Platz gewonnen. Ja, und obwohl wir den 2. Platz nur gewonnen haben, ist natürlich unser Ansehen, unsere Beliebtheit gestiegen aufgrund unserer Gastfreundschaft. Gut, ist ja auch nicht schlecht. Und dann ziehen sie wieder von dannen. Ja, und wir sehen hier bei unseren Pferdehöfen haben wir wieder Pferde im eingezäunten Bereich. Das heißt, unsere gehobenen Wohnungen sind jetzt alle wieder mit Pferden versorgt worden. Und ich glaube, Waffen auch. Das heißt, unsere Truppenstärke ist wieder aufgefüllt. Das heißt, wir können auch nachher wieder Rüstungen verkaufen, aber wir lassen das jetzt erstmal so. Oh, Talos bedroht Cydonia wieder. Wir hatten ja bei der letzten Episode Talos zerstört, aber irgendeiner hat ihn wieder repariert sozusagen. Ja, da müssen wir schauen, dass wir Cydonia irgendwie helfen können. Ja, aber Talos kann nur durch Jason entsprechend bekämpft werden. Haben wir hier die Heldenhalle jetzt dafür? Ja, da ist die Heldenhalle für Jason. Okay, dann errichten wir die mal hier. So, dann müssen wir mal gucken. Oh, wir haben alle Forderungen erfüllt, um Jason zu rufen. Welche der Götter, die hier verehrt werden, könnten sich mit mir messen? So, nochmal hier draufklicken. Dann ist nämlich jetzt hier unten der Button freigeschaltet. Rufen nach Jason machen wir. Ja, die Ressourcen, die wir hier entsprechend verbraucht haben dafür, werden jetzt ganz schnell wieder aufgefüllt. Ihr seht, hier, wir produzieren eigentlich viel zu viel Weizen. Unsere Silos werden sofort gefüllt. Das war jetzt nicht so schlimm gewesen. Ich bin Jason von Iolchos und gekommen, um Ihnen so gut ich kann zu helfen. Ja, unser Held ist wieder da und Cydonia zahlt seinen Tribut. Nehmen wir an, auch Knossos zahlt seinen Tribut und Citeron. So. Da ist unser Held, er stolziert wieder in unsere Stadt. Dann können wir jetzt hier auf den Reiter Übersicht gehen und dann sehen wir hier die Forderung. Und jetzt müssen wir natürlich den Held anklicken und dann können wir ihn losschicken. Und dann kann er sich um Talos kümmern. Allerdings geht der Held zuerst erstmal zu seiner Heldenhalle, um dann sich seinen Aufgaben zu widmen. Ja, die Laube der Athene ist wirklich ein großes Heiligtum. Da brauchen wir relativ viele Ressourcen. Das dauert noch ein bisschen, aber hier wird gerade wieder eine Ladung Holz angeliefert. Da kommt auch schon die Ladung Marmor. Ja, und der Tempel der Athene wird jetzt aufgebaut. Ja, momentan haben wir eigentlich nicht sehr viel zu tun.
so wie es hier aussieht. Wir müssen tatsächlich warten, bis das Heiligtum fertiggestellt ist. In der Zeit können wir unsere Stadt noch weiter verschönern. Einer meiner Lieblingsbeschäftigungen. Hier hinter unserem Palast sieht es noch ein bisschen verschönerungswürdig aus. Da könnten wir doch eine schöne Säulenreihe hier bauen. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. So, und da können wir was reinbauen? Heckenlabyrinthe und ein paar Parkanlagen. Ja, das ist doch nett. Ja, und hier die Lücke können wir auch nochmal mit Parkanlagen füllen. So, das möchte ich hier auch gerne haben. So. Ich wundere mich, warum hier kein Öl in diesem Warenlager ist. Da steht ja auch auf Annehmen. Das muss ich auf Holen stellen. So, können auch da nicht 12 Einheiten geholt werden. Argos schenkt uns Olivenöl. Ja, nehmen wir gerne an. Vielen Dank. Kein Handel mit uns betreiben, aber Olivenöl schenken. Das ist ja nett. Cydonia schätzt uns mehr, da wir sie von dem Ungeheuer Talos befreit haben. Ja, Jason hat seine Aufgabe erfüllt. Sehr gut. Ja, ich denke mir mal, wir könnten Olivenöl wieder verkaufen. Da haben wir jetzt wirklich mehr als genug. Starten wir den Export hier wieder. Ja, das muss man ab und zu immer mal einstellen. Und wir haben auch noch genügend Holz, das könnten wir auch verkaufen. Aber wer weiß, vielleicht müssen wir noch weitere Heiligtümer errichten. Ja, und Jason kehrt gerade von Cydonia zurück. Sehr schön. Ja, und hier bei unserem Heiligtum der Athene werden jetzt die Statuen gesetzt. Der Tempel selber ist fertiggestellt. Es geht voran. Ja, und ich sehe, Wolle haben wir auch mehr als genug. Wir sehen hier bei den Wollsammelstellen schon unsere Karrenschieber, die nicht wissen, wohin mit der Ware. Wer kauft denn noch Wolle? Ja, hier können wir noch Wolle verkaufen. Nummer 12. Einheiten für Cilicia. Unser Heiligtum für Athene nähert sich allmählich der Fertigstellung. Die letzten 2 Statuen werden gerade geliefert. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch eine Ladung Marmor. Genau, 4 Marmorplatten. Und dann haben wir dieses Heiligtum auch fertiggestellt. Und damit beenden wir auch schon diese Episode. Ja, die letzte Ladung Marmor wird gerade zum Heiligtum gebracht. Der Altar wird gebaut. Und damit haben wir es geschafft. Schrecken, unaussprechlichen Schrecken haben sie auf dem Berg Citeron gefunden. Irrsinnige Frauen, die sich Mänaden nennen, haben trunken des Weines mit Wonne die Leiber ihrer unschuldigen Opfer in Stücke gerissen. Nach ihrer Invasion mussten diese Dienerinnen des Dionysos den Berg Citeron verlassen, wurden in ganz Griechenland verstreut und setzten ihre Schreckensherrschaft fort. Ja, die Mänaden. Sie sind jetzt in ganz Griechenland verteilt und treiben dort ihr zerstörerisches Unwesen. Daher trägt der Titel der nächsten Episode auch den Namen Der Zerstörungszug der Mänaden. Bis dahin wünsche ich alles Gute, freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören und sage Tschüss, euer Dominus.